Taifune, macht seinen Namen alle Ehre. Auf jeden Fall auf Tour in Taipei, da geht's ab. Ich sag's euch, das macht viel Spaß. Und ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Ihr seht mich auf jeden Fall gar nicht mehr. Jetzt. Na, servus und herzlich willkommen in Taipei, der Hauptstadt von Taiwan. Hier trifft Tradition auf Moderne. Mit über 2,6 Millionen Einwohnern ist Taipei nicht nur das Herz der Insel von Taiwan, sondern auch das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum. Die Stadt ist voll von lebendigen Märkten, beeindrucksvollen Wolkenkratzern und alten Tempeln. Und hier gibt es für jeden was zu entdecken. Los geht's! Im Chiang Kai-shek Memorial Park, wo wir jetzt befinden, kann man gut erkennen, dass Taipei nicht nur eine moderne Stadt, sondern ein Ort voller Geschichte ist. Gegründet im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt während der japanischen Kolonialzeit und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg dann die Hauptstadt von Taiwan. Hier treffen wir auf eine reiche kulturelle Vielfalt, von Tempeln bis zu kolonialen Gebäuden. Für etwas Tradition kannst du das Lin An Thai Old Home Estate besuchen. Dieses alte Haus aus der Qing-Dynastie ist ein tolles Beispiel für die traditionelle taiwanesische Architektur. Hier kannst du sehen, wie die Menschen hier früher gelebt haben. Hier kann man auch noch ganz gut die Schäden vom Taifun Kongray erkennen. Das Lin An Thai Old House könnte genauso wie es jetzt hier da steht, auch als Kulisse für einen Hollywood-Film dienen. Der Taifun hat mich nicht aufgehalten. Ich habe es jetzt geschafft. Da ist er. Er ist für mich, glaube ich, einer der schönsten Wolkenkratzer, die es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Das schauen wir uns an. Das Taipei 101 mit seinen 508 Metern ist das Wahrzeichen der Stadt. Es war einmal das höchste Gebäude der Welt und auch heute ist es noch beeindruckend durch seine schiere Größe und die moderne Architektur. Der Name kommt übrigens von den 101 Stockwerken, die über der Skyline von Taipei hinausragen. Aber nicht nur von außen ist der Turm mehr als spektakulär. Ein riesiges Pendel im Inneren hält das Gebäude stabil, sogar bei Erdbeben und Taifunen. Von oben hast du einen Wahnsinnsausblick. Die Aussichtsplattform im 89. Stock zeigt dir Taipei und die Umgebung von ihrer schönsten Seite. Ein Muss für alle, die gerne fotografieren. Fakten, die keiner wissen will, aber man trotzdem immer wieder von mir serviert bekommt. Und zwar, welches Internet hat man denn oben im Taipei 101? 3G. 3G ist hier angesagt. Es gibt auch WLAN, aber anscheinend ist mir zu hoch für 5G oder sowas.
Weiter geht's zum Longshan-Tempel, der ist hinter mir zu sehen, einem der ältesten Tempel in Taiwan. Er wurde gebaut 1738 und hier spürst du die Ruhe und die Spiritualität, die einen krassen Kontrast zur geschäftigen Stadt Taipeh bieten. Der Tempel wird immer noch aktiv genutzt und ist ein echtes Stück Geschichte inmitten der Moderne. Für Kunst- und Geschichtsliebhaber ist das Nationale Palastmuseum ein absolutes Muss. Hier findest du die größte Sammlung chinesischer Kunstwerke und Artefakte weltweit. Die Ausstellung umfasst über 700.000 Exponate, die teilweise mehrere tausend Jahre alt sind. Von Jahreschnitzereien über Porzellan bis hin zu antiken Gemälden und Kalligraphie. Das Nationale Palastmuseum ist nicht nur ein Ort für Kunst, sondern auch ein Fenster zur Geschichte Chinas. Viele Exponate stammen aus der Kaiserzeit, insbesondere aus der Qing- und der Ming-Dynastie. Sie erzählen die Geschichte einer Zivilisation, die sich über Jahrtausende lang entwickelt hat. Von mir neben mir seht ihr eine Ming-Vase von 1522. Jetzt geht es auf dem Elephant Mountain nach oben. Ihr beneidet mich jetzt wahrscheinlich weniger, vielleicht doch wegen dem Wetter. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Aber es ist einfach so anstrengend. Und es geht nur Treppen nach oben. Aber wir ziehen durch. Ich kann doch nicht sagen, wie unfassbar anstrengend das ist. Die Stufen alle unterschiedlich hoch sind. Alter Falter. Oben angekommen. Ich hoffe, die Anstrengung hat sich gelohnt. Ich glaube schon, sieht ganz gut aus. Auf der Jagd nach dem perfekten Fotomotiv geht man allerhand ein. Und ich bin jetzt gerade hier ewig viele Stufen hochgelaufen und muss jetzt erfahren, hier oben am Elephant Mountain, dass da links wahrscheinlich auch ein Weg läuft. Aber es ist ja alles auf Chinesisch. Also wenn ihr hier seid, macht euch vorher schlau, bevor ihr die Treppen lauft. Das ist verdammt anstrengend. Hinter mir seht ihr den Taipei 101. Ihr werdet hier oben belohnt mit einem atemberaubenden Panorama. Das muss ich wirklich sagen. Nehmt euer Foto mit, Weitwinkel drauf und macht ein ganz klassisches Foto der Stadt. Und habt viel Spaß hier oben. Neben der Geschichte ist Taipeh auch ein Mekka für Shopping- und Streetfood-Liebhaber. Auf den Nachtmärkten gibt es viel, aber kreativ und bunt ist es im Ximending-Viertel. Hier tobt das Leben, die Jugend ist hier unterwegs und hier gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Und dieses Viertel gehen wir jetzt ein bisschen erkunden. Welcome to the show. My name is Luigi.
Kennt ihr noch die Revoluzer von früher? Also die Popper, die mit dem Moped unterwegs waren? Ich zeige euch jetzt einen taiwanesischen Popper. Hinter mir ist anscheinend ein gut gehendes Geschäft, wo es Spezialitäten zu kaufen gibt. Ja, und ich stelle mich jetzt einfach mal in die Schlange und nehme mal das, was derjenige vor mir auch bestellt hat. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Los geht's. Jetzt schauen wir mal, was ich hier Leckeres habe. Wir starten mal mit solchen Eiern da. Die schmecken aber ganz gut. Und Tofu. Ungelogen, dieser Tofu hier, der riecht so wie der Cinnamon Roll, den ich vorhin beim Starbucks gegessen habe. Der schmeckt aber auch ganz gut. Ja, der ist lecker. Leute, jetzt wird's. Das Auge ist wirklich nicht mit. Das Auge ist nicht mit. Einmal so eine Tatze. Es ist sehr weich, sehr labbrig. Und wenn man nicht hinschaut, dann ist es eigentlich auch wirklich nicht so verkehrt. Aber man darf wirklich nicht hinschauen. Das ist wie Halloween. Ja, der Tofu war das Beste. Das war jetzt ein kleiner Ausflug in die taiwanesische Küche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nachtleben in Taipei. Hinter mir ein Tempel. Viele Leute. Viel los. Dort geht's zum Rauche Night Market. Ja, und überall Menschenmassen. Geht's ab. Natürlich darf ein Besuch eines Nachtmarkts hier in Taipei nicht fehlen. Der bekannteste Nachtmarkt ist der Shilin-Nachtmarkt. Aber wir sind nun am Rauche-Nachtmarkt und der ist nicht minder klein und da gibt es auch allerhand zu entdecken. Es ist ein Paradies für Streetfood-Liebhaber. Hier findest du alles, was das Herz begehrt, von Tintenfischen am Spieß bis zu den süßen Bubble Teas. Die Stadt lebt nachts richtig auf, perfekt, um auch kulinarische Highlights genießen zu können. Nachtmarkt jetzt uns Spieß gekauft. Das schmeckt fast so ein bisschen wie ein Steak. Beim Club genauso zäh. Mal was man kennt. Oh, ist das lecker. Zucchini, beste Zucchini meines Lebens. Live dabei beim großen Preis von Taipei, der MotoGP, der 50 Kubikzentimeter Klasse. Jetzt geht's gleich los. Die Ampeln sind rot, die Ampeln werden gelb, die Ampeln gehen rot, es geht los. Ein Blitzstart. Taipei bietet auch Orte der Ruhe. Ein Highlight für Entspannungsliebhaber sind die Thermalquellen von Baitu. Nur ein kleines Stück außerhalb von Taipei, aber es fühlt sich an wie eine andere Welt. Die heißen Quellen hier sind perfekt zum Abschalten. Besonders sehenswert ist das Thermal Valley, wo heißer Dampf aus dem smaragdgrünen Wasser aufsteigt. Perfekt zum Abschalten inmitten der Großstadt. An den Thermalquellen gibt es auch einen kleinen Wasserfall und dann machen wir jetzt so ein schönes Foto. Mal wieder eine Langzeitbelichtung und das bei Tag, sogar ohne ND-Filter. Es geht. Ich habe die Blende einfach auf 22 hoch. Wir gehen mit 1/4 Belichtungszeit rein und es reicht, um den Wasserfall ein bisschen weich zu zeichnen.
Was Taipeh so besonders macht, die perfekte Mischung aus Tradition und Moderne. Neben Wolkenkratzern findest du kleine Tempel und Märkte, die jahrhundertealte Kultur Taiwans am Leben erhalten. Dieser Mix macht diese Stadt einfach einzigartig. Taipeh vereint das Beste aus Tradition und Moderne, von historischen Tempeln und ruhigen Gärten bis hin zu modernen Wolkenkratzern und lebhaften Nachtmärkten. Die Stadt hat für jeden etwas zu bieten. Ob es Kunst oder Kultur ist, du kannst alles erkunden, kulinarische Abenteuer kannst du finden oder einfach durch die einzigartigen Stadtviertel schlendern. Und Taipeh wird dich an jeder Ecke überraschen. Taipeh ist eine Stadt, die ihren Charme aus den Gegensätzen zieht. Sie hat mich immer wieder aufs Neue begeistert und ich hoffe, ich konnte euch die Begeisterung in diesem Video auch rüberbringen. Falls ja, dann gerne liken, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für die Unterstützung bei diesem YouTube-Video, bei der deutschen Taiwan-Vertretung in Berlin, beim Deutschen Tourismusbüro für Taiwan in Frankfurt. Und wir sehen uns bei der nächsten Station irgendwo, irgendwann. Bis dahin, macht's gut. Ciao.